Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Häkel-Tutorial. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir zusammen ein entzückendes, einfaches Blatt zu häkeln. Und du wirst staunen, wie schnell dieses Blatt gehäkelt ist. Also schnapp dir deine Häkelnadel und lass uns loslegen. Für dieses Projekt benötigst du etwas von der Maiposhi Nummer 2, eine Häkelnadel Nummer 4, das entspricht US Größe 8 oder UK G oder 6, und du brauchst natürlich deine gute Laune und etwas Zeit zum Entspannen. Weitere Infos zu meinen Materialien oder schriftlichen Anleitungen und allem, was du sonst noch wissen möchtest, findest du wie immer in der Videobeschreibung. Lass uns nun mit einem ganz normalen Anfangsknoten beginnen. Häkle 7 Luftmaschen. Einfacher ist, wenn du jetzt in das obere Maschenglied einstichst. Das Ergebnis wird jedoch schöner, wenn du in das hintere Maschenglied einstichst. Das ist aber leider etwas friemelig. Also in die 5. Luftmasche häkle ein ganzes Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Luftmasche, in die nächste Masche häkle ein ganzes Stäbchen. Eine Luftmasche, in die folgende Masche ein ganzes Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein weiteres ganzes Stäbchen. Jetzt drehst du dein Blatt weiter. Arbeite nun immer in die Rückseite der bereits gehäkelten Maschen. In die nächste Masche häkle eine Luftmasche und ein ganzes Stäbchen. In die nächste Masche häkle eine Luftmasche und ein ganzes Stäbchen. Häkle nun 4 Luftmaschen und eine Kettmasche noch einmal in die gleiche Masche. Runde Nummer 2. Starte mit einer Luftmasche. Häkle in die nächste Luftmaschenlücke 6 feste Maschen.
In die nächste Luftmaschenlücke 2 feste Maschen. In die nächste Luftmaschenlücke wieder 2 feste Maschen. In die unterste Luftmaschenlücke häkle 3 feste Maschen, dann ein halbes Stäbchen und nochmals 3 feste Maschen. Weiter geht's in die nächste Luftmaschenlücke, 2 feste Maschen. In die nächste Luftmaschenlücke wieder 2 feste Maschen. Und in die letzte Luftmaschenlücke häkle 6 feste Maschen. Schließe die Runde mit einer Kettmasche hier hinein. Du kannst hier entweder gleich mit Luftmaschen weiter häkeln oder du beendest hier die Runde für ein einzelnes Blatt. Dafür schneide den Faden ab und durchziehen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich beim Häkeln dieses Blattes. Du kannst auch, so wie ich, gleich mehrere Blätter zu einer Ranke zusammenhäkeln. Auf alle Fälle kannst du deinen Ideen freien Lauf lassen und ich freue mich, wenn du mir in den Kommentaren davon erzählst. Wenn dir das Video gefällt, teile es gerne mit deinen Freunden und anderen Häkelbegeisterten, damit noch mehr Menschen diese kreative Idee entdecken können. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Andrea.